Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Wir haben jetzt hier ein kurzes Video über unsere Reisevorbereitung und da gibt es einiges zu tun und ich hoffe, ihr habt Spaß dran und es geht gleich los nach dem Intro. Heute beginnen die ersten Reisevorbereitungen. Ich muss mal eben zum TÜV. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich hoffe, alles ist okay. Habe leider nichts vorbereitet. Aber Holly sollte fahrbereit sein. Also bis später. So, der TÜV-Termin ist also ohne Probleme jetzt vonstatten gegangen. Keine Mängel, alles in Ordnung soweit. Das ist schon mal gut. Ja, 170 € für ein Jahr für ein Mobil über 3500 Kilo ist natürlich auch nicht wenig. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Dass der TÜV personell so unterbesetzt ist, hat mich natürlich auch erstaunt. Ich habe dann noch einen befreundeten Fahrlehrer getroffen, der seit Wochen auf einen Prüfungstermin für seine Prüflinge wartet und keinen Termin bekommt, weil es keine Prüfer gibt. Auch nicht gerade schön. Aber Personalprobleme gibt es ja überall. Ja, anschließend habe ich mir jetzt noch eine 11 Kilo Gasflasche geholt, sozusagen nebenan. Ungefähr 30 €. War auch schon mal günstiger im letzten Jahr. Aber die Preise steigen ja überall ins Unermessliche, sage ich mal. Ja, jetzt geht es noch mal eben kurz in die Werkstatt und da melde ich mich später noch mal. Ja, in der Werkstatt bin ich jetzt leider nicht weitergekommen. Hier an Bord gibt es eine USB-Steckdose, die leider defekt ist und die lässt sich jetzt in Kürze auch nicht erneuern. Das Problem ist, an dieser Stelle kommen nur 5 Volt an. Das heißt, die meisten USB-Steckdosen oder uns ist keine andere bekannt, die brauchen alle 12 Volt, um dann 5 Volt vielleicht rauszugeben. Aber hier kommen nur 5 Volt an und ja, die gibt es nicht. Vielleicht bei Adria müssen wir dann mal irgendwann in Ruhe vielleicht nachbestellen oder es einfach dabei bewenden lassen, dass wir uns anderweitig hier den Strom an Bord besorgen. Das war jetzt nicht ganz so befriedigend. So, und jetzt fahre ich noch mal eben auf die Waage. Genau, das gehört ja auch zu den Vorbereitungen. Mal schauen, wie es da mit dem Gewicht aussieht. Ja, hier auf der Waage, das war jetzt auch ein Erlebnis sozusagen. 3360 Kilo leer, also fast leer. Tank halb voll, Gasflaschen sind drin, kein Wasser, ohne Personen. Also das würde schon sehr eng bei einem Mobil mit 3,5 Tonnen. Ja, also das solltet ihr vielleicht bei euren Mobilen, falls ihr ein 3,5 Tonnen Mobil habt, auch nochmal überprüfen, weil die Zuladung ist immer sehr schnell erreicht und wenn ihr dann im Ausland unterwegs seid, eventuell Österreich oder Kroatien und ihr werdet erwischt, dann sieht das sehr böse aus. Wir haben unser Mobil ja aufgelastet auf 4,25 Tonnen und deswegen dürfte es kein Problem sein. Ich habe Vorder- und Hinterachse auch gemessen und dann wollen wir mal schauen, wie das mit der Gewichtsverteilung aussieht. Muss das dann mal checken, wenn die Räder drauf sind und der Roller womöglich in der Heckgarage. Aber da halte ich euch auf dem Laufenden. So, wenn wir also längere Zeit auf Reisen gehen, dann nehmen wir die Matratze von unserem Hubbett mit raus und lassen die zu Hause. Denn hier oben kann man dann doch noch mal eine dicke Jacke oder Pullover mitnehmen, die man vielleicht hoffentlich gar nicht braucht. Aber wie das immer so ist. So.
Was sagst du, Gitta? Ja, natürlich. Wir brauchen Stauraum, Stauraum, Stauraum. Ja, klar, man hat immer natürlich viel zu viel Klamotten mit. Ich glaube, das weiß jeder. Ja. Die Entschuldigung ist immer, man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Ja, das weiß man ja wirklich nicht. Ja, das, Das war die Leiter, die ich da hingestellt habe. Oder? Ja, genau. Zack. Können wir dann erstmal die Matratze eben hier runter. und auf, Und? wieder hoch. Ja, ich tue noch eben die Leiter drauf. Ja, die wollten wir vielleicht gar nicht mitnehmen. Wollten wir die nicht mitnehmen. Ja, mal gucken, ob die viel Platz wegnimmt. Die kann ich gut gebrauchen, wenn ich auch hinten auf das, Ja, man weiß nie, wofür wenn man ich sie auf das Dach braucht. klettern will, zum Beispiel. Da muss ja doch noch mal ein bisschen Nachölen oder irgendwas. Fett dran, glaube ich, ja. Wird zu selten genutzt, ne? Ja, Jo. So. Und dann geht's rein mit der Matratze. Ups. So, um den Roller jetzt für das Wohnmobil vorzubereiten, muss man zum einen die Spiegel abdrehen. Ja, so. Da. Sitzt wie immer sehr stramm, das Gummi. Ups. So. Die kommen hier rein. Und das Topcase kommt ab. So. Das ist das Erste. So, leider ist der Roller 2-3 cm zu hoch, immer noch, für die Heckgarage. Und deswegen musste ich mir da was einfallen lassen und habe hier so eine Konstruktion ausgedacht. Mit dem Haken hier über die Gabelbrücke einhaken. Ja. So, jetzt werde ich die Federgabel ein Stück runterziehen. So, ich hatte auch mit dem Rollerhändler gesprochen. Er sagte, es wird der Gabel nichts ausmachen, wenn die so auf Spannung auch längere Zeit wäre. Wollen wir mal hoffen, dass er recht hat. So, und dann geht's gleich in die Heckgarage. So, hier am Lenker gibt es so ein Befestigungsset. Das habe ich jetzt gerade angebracht. Und jetzt, ja, da lege ich die Rampe an und dann wollen wir mal sehen, wie es klappt.
So, ich sag mal, auf geht's. Und hier kommt jetzt der schwierige Punkt. Der Roller ist sozusagen drin. Hui, da hinten ist noch mal so ein Querbalken, der hakt es ein bisschen. Muss den Roller dran vorbeikippen. So, und jetzt ist von Vorteil, wenn man ja, nicht allzu viel zugelegt hat, gewichtsmäßig und Körperumfang. Denn jetzt heißt es hier rein und festklemmen. So, der Roller ist drin. Basssitz wackelt und hat keine Luft mehr. Also auch ordentlich fest gezurrt, kann eigentlich wirklich nichts mehr passieren. Jetzt muss noch der Rest rein. Ja, die letzten Vorbereitungen laufen jetzt. Gerade noch mal gleich tanken und noch mal Luft auf die Luftfederung hinten geben. Ja, mit dem ganzen Gewicht drin haben wir jetzt den Druck auf 3 Bar, also maximal. Und das sollte dann wohl reichen. Jetzt sind wir bei den letzten Reisevorbereitungen. Gitta packt unsere Vorräte noch eben in den Kühlschrank. Oh. Ja, Immer viel zu viel. ja, das ist klar. Erstmal hat man zu viel Klamotten mit und man hat natürlich auch, ja gut, die Lebensmittel braucht man ja aber auch. Schnell. Weg. Und da fragt man sich immer, wohin damit, ne? So ist es. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ja, vorhin habe ich dann noch mal eben vollgetankt und wollte dann noch mal eben abschließend auf die Waage, um zu sehen, wie jetzt das komplette Reisegewicht dann ist. Aber da war leider schon geschlossen. Also eine gute halbe Stunde eigentlich vor Ladenschluss hat man da die Waage schon geschlossen. Tja, vielleicht schaffen wir das morgen früh noch, nur um zu sehen, ob wir denn oder wie wir im Limit sind. Ich gehe natürlich davon aus, dass wir nicht überladen sind, aber ob die Achslastverteilung ordentlich ist, das würde mich schon interessieren. Ist ja auch nicht unwichtig beim Fahrverhalten. Ja, ansonsten dann werden wir dieses Video jetzt mal versuchen hochzuladen und morgen geht es dann los auf unsere Reise. Es soll Richtung Italien gehen, über Österreich, über den Gardasee und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Gebucht und fest geplant ist wieder nichts. Also das entscheiden wir dann unterwegs, richten uns ein bisschen nach dem Wetter und was wir da so erleben. Ja, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann seid ihr dabei und bekommt sofort Bescheid, wenn das nächste Video weitergeht. Also bis dahin, ciao.